ihr wundervollen Menschen. Diesmal nicht aus Missouri, nicht aus Kalifornien, gar nicht in den USA. Und zwar stehe ich hier directly in front of Ceres, the place to be. Und heute geht es auch gar nicht um mich, nicht um meine Forschung, sondern heute wollen Dunja und ich, Dunja, sag mal Hallo, Hi. meine zweite Gehirnhälfte und heute meine Kamerafrau, euch mal zeigen, was die Studierenden hier eigentlich am Ceres machen. Und dazu haben wir uns ein Event ausgesucht, und zwar das Studierendensymposium. Es geht heute über 4 Tage. Wir filmen einen Tag, begleiten wir die Studis, kriegen die vor die Kamera. Was genau das ist, das Symposium, das werden uns jetzt Merit und Anna vorstellen. Die haben das organisiert. Also im Endeffekt geht es darum, mal eine Vernetzungsplattform zu ermöglichen, auch den Studierenden schon vorzubereiten auf wissenschaftliches Arbeiten, aber auch einfach mal andere Menschen kennenzulernen, die auch Religionswissenschaften studieren. Wir kennen das ja alle. Unsere Institute sind ja nicht so riesig. Also wir studieren ja jetzt nicht gerade mit 500 anderen im Jahrgang. Und hier lernen wir eben mal andere kennen, die sich für die gleichen Themen interessieren. Die kommen aus der Schweiz, Österreich, aus ganz Deutschland. Unsere Internationals hier aus Bochum sind natürlich auch dabei. Genau. Und letztendlich hören wir dann spannende Vorträge aus allen Bereichen der Religionswissenschaft. Und dazwischen haben wir ein buntes Rahmenprogramm. Wir gehen zusammen in die Kneipe, wir gehen ins Museum, wir essen zusammen Pizza, haben einen Spieleabend, essen Sandwiches. Letztendlich eine bunte Mischung aus Wissenschaft und Get Together. Und wir haben vergessen, das Motto zu sagen. Sag uns mal bitte das Motto. Artemis Krill oder Göttin, Religion im Alltag. Also wir gucken uns quasi an, wo uns Religion außer im Studienalltag noch begegnet. Vielen Dank. Gerne. Das musst du jetzt noch irgendwie reinschneiden. Tschüss. Herzlich willkommen hier am Ceres in Bochum. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle eure Reise heil überstanden habt und so zahlreich erschienen seid. Und ich hoffe, dass ihr genauso gespannt und aufgeregt seid über die Panels und Vorträge wie ich. Ich freue mich alle, dass Sie hier wirklich aus vielen, wahrscheinlich sehr schönen Städten angereist sind. München habe ich schon gehört, Wien. Wo sind Sie noch überall her? Marburg, Bamberg. Zürich. Und Hannover. Immerhin, da können wir noch mithalten. Es ist ja nicht das erste Symposium, das hier dieses Jahr stattfindet. Hier könnt ihr eine schöne Liste sehen. Tatsächlich seit 1986 gibt es das Ganze. Angefangen hat es als einfaches Bundesfachschaftentreffen. Das ist das aber längst nicht mehr. Also wie ihr alle merkt, es hat schon einen anderen Anspruch bekommen und wir probieren ja hier auch ein bisschen eine gewisse Wissenschaftlichkeit da reinzubringen. Von daher freue ich mich sehr, dass sich auch dieses Jahr wieder so viele mutige Studenten und Studentinnen gefunden haben, die bereit sind, ihre Hausarbeiten, Masterarbeiten und so weiter und so fort mit uns zu teilen und zu präsentieren. Hier bist du kein Niemand, komm studier mit uns. Eine Wissensoase zwischen Büchern und Beton. Wenn wir Wissenschaft starten, kommst du nicht mehr davon. Wir sind das Ceres, das Studium, das mich aufrecht hält, wo nur das Wissen zählt. Wir sind das Ceres und das Ceres, das bin ich. Sag mir mal das schlimmste Vorurteil, was du gehört hast, was man in der Religionswissenschaft macht. Was hört man ständig? Oh, das Schlimmste, die Leute glauben alle, wir sind Theologen und werden Pastoren oder so. Möchtest du dann Pfarrerin werden? Dass es Theologie ist? Viele denken wahrscheinlich, es geht halt um religiöse Praxis Ja. und nicht um das Studium dessen so Ja. ungefähr. Mhm. Also eher, dass sie es mit Theologie verwechseln oder Ja. mit Glaubenslehre oder so. Dass man eigentlich nur betet und nicht studiert. So, ich habe jetzt gerade gesehen, dass unser Studierendendekan Jens Schlamelcher hier rumschlamelchert. Und den werden wir jetzt abgreifen, weil der kann jetzt mal in 2 Minuten oder in 1 Minute erklären, was Religionswissenschaft ist. Und cross my heart, das machen wir jetzt spontan. Weil vielleicht wissen die Leute ja gar nicht, was Religionswissenschaft ist und wir reden hier von Studierendensymposien. Jens? Ja. Können wir kurz reinkommen mit der Kamera? Ich habe dich hier ganz groß angekündigt. Ja, gar nicht aufgeräumt.
Oh nein. Religionswissenschaft ist eine wissenschaftliche Außenperspektive auf Religion. Das heißt, wir untersuchen, wie Religion in der Gesellschaft operiert, als eine soziale Tatsache, völlig unabhängig, also wir sind völlig ungebunden von irgendwelchen eigenen religiösen Überzeugungen, aber religiöse Überzeugungen und religiöse Praktiken sind unser Gegenstand, den wir mit soziologischen, mit historischen, mit philologischen Methoden eben untersuchen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Wofür interessierst du dich inhaltlich? Was sind deine Schwerpunkte und deine Themen? Am meisten Neues Testament und synoptischer Vergleich. Aber so inhaltlich interessiere ich mich vor allem für Mormonen. So am meisten interessiere ich mich für Rom, aber Griechenland finde ich auch interessant und generell die ganze Komparatistik dazwischen. Ich finde es vor allem spannend, mir neue religiöse Bewegungen anzuschauen und habe einen großen Fokus meiner Arbeit auch auf Indien gesetzt und wie dort sich der Hinduismus weiterentwickelt. Christentum gerne konservativ und gerne modern. Weil mich auch japanische Geschichte fasziniert und Edo-Zeit, weil ich diese ganze Neuorganisierung der Regierung so toll finde und Sengoku Jidai, weil Samurai und Ninja-Mythologie und so. So, Dunja und ich haben uns jetzt aufgeteilt. Und zwar sind jetzt die Vorträge. Und Dunja geht zu einem Vortrag von Tanja, die spricht über den Buddhismus in Cyberpunk 2077. Das ist ein Videospiel und das ist ja Dunjas Ding, Gaming und so. Well, hello, my name is Tanja Heilig. I'm at the end of my master's studies here at CERS, and video games, like all forms of media, influenced by the cultural and social environmental they emerge from. So it's not unsurprising that religious themes can be found in many video games, figures, etc. Another way through incorporation of religion into the game's storytelling or world building, figure building, and finally also religious practice like rituals may be present. Und ich gehe zu Sarah, die redet über Buddhismus, Mindfulness und Social Movements. Und da kann ich auch mal eine Frage stellen, weil das tangiert ein bisschen meinen Bereich. Religion in der Moderne und Social Movements, New Religious Movements. Let's move. So, secular Buddhism means we have objects, symbols, practices and other things that originate from a religious tradition, which is Buddhism in this case. So this is from their Insta page, you can also check it. That we have a lot of things going on in this photo. So it's in the section, so Siddhartha Gautama here is seen as the one who put it in their home, which is often there were a lot of more Buddha figures as candle holders, and also there were lotus flowers as decoration. Yeah, and it was of course about mindfulness. These movements are seen from the more traditional. What's going on there? Yeah. To be honest, not really. So you talked about mindfulness. Do you think it has the potential to become a new religious movement itself? Yeah. Because I think, is there an institution behind it? I guess the institution that is behind it currently is the market. So, und jetzt laufen wir hier mal ein bisschen rum. Wir haben uns total tolle Fragen ausgedacht und die werden wir jetzt mal den Leuten hier stellen. Sarah, kannst du uns zum Sekt aufmachen? Hast du den jetzt auf? Ich wollte dir Fragen stellen. Sag mir bitte, Kaffee oder Tee bei einer langen Lernsession? Definitiv Kaffee. Kaffee oder Tee bei einer langen Lernsession? Kaffee. Kaffee. Definitiv Kaffee und mit Hafermilch. Kaffee. Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Oh, Kaffee. Kaffee. Also beziehungsweise Grüntee, wenn es ganz hart wird, weil der ist am effektivsten, aber sonst Kaffee. Tee. Mittelalterliche Kathedrale oder buddhistischer Tempel als nächste Wohnung? Mittelalterliche Kathedrale um Metal-Musik zu hören, buddhistischer Tempel wegen der Ästhetik. Ich glaube, hier eine Kathedrale. Buddhistischer Tempel. Buddhistischer Tempel. Auch buddhistischer Tempel. Mittelalterliche Kathedrale. Ich finde mittelalterliche Baukunst sehr schön. Also ich glaube, das wäre ein bisschen kalt, aber ansonsten würde ich das eher, ne?
Also hier muss man heizen und hier muss man, also hier will ich nicht die Fenster putzen. Mittelalterliche Kathedrale. Warum? Ich mag Kathedralen. Sehr gut. Buddhistischer Tempel. Warum? Weil es hübsch ist. Welches mythologische Tier wärst du gerne? Mir fällt keins ein. Ein Phönix. Ein Zentaur. Einhorn. Ein Drache. Cherubim. Gib mir mal ein bisschen Input. Einhorn. Greif. Greif. Hypogreif geil. So. Ja. Fliegen ist geil. Ich glaube, ich wäre gern Hypogreif. Da könnte ich fliegen Ja. und Leute aufschlitzen. Welches religiöse Artefakt würdest du gerne besitzen? Oh Gott. Irgendwas Uraltes aus irgendeinem Grab oder so. Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte gerne irgendwas, was Musik macht. Eine schöne Glocke oder so ein... Wie heißen die Dinger? Ding! Bibel, Erstausgabe. Eine Bullfigur. Also ich meine, der Heilige Gral wäre jetzt mal nicht schlecht, aber das wär wäre vielleicht ein geil. bisschen sehr... Eine Original-Buddha-Statue. Perfekt. Ich habe gehört, als er diese Platten ausgegraben hat, klar, die Platten hat der Engel wieder mitgenommen. Die Frage ist, ich glaube, da war auch so ein Schwert dabei. Ich habe auch Archäologie studiert. Ich glaube, das Schwert würde ich gerne mal sehen. Welches religiöse Artefakt würdest du gerne besitzen? Das Turiner Grabtuch. Geil. Das ist wirklich geil, das will ich auch besitzen, neben dem Heiligen Gral. Ja. Keine Ahnung. Cool, danke dir. Tschüss. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche religionsgeschichtlich relevante Zeit würdest du reisen wollen? Das Mittelalter. Hochmittelalter, so 12. Jahrhundert. Ich fände es super spannend, mir das Mittelalter anzugucken. Ich auch, das war gerade auch. Ich hätte auch, aber dann wieder gehen. Ja, Und dann nur angucken, nur nur, angucken. auch nicht übernachten, einfach für einen Tag und wieder gehen. Exakt. Ich will jetzt nicht Mittelalter sagen. Sag Renaissance. Renaissance. Ja, warum nicht? Ja, siehst du, da will ich auch. Mesopotamien 2800 vor Christus. Die Zeit von der Augustinus. Japan, entweder Edo-Zeit oder Sengoku Jidai. Ich sollte jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich irgendwie so in die Geburtsstunde des Mormonentums so reinschauen wollen würde. Ja. Aber lieber nicht, weil das eine unglaublich von Gewalt geprägte Zeit war. Deswegen keine Ahnung. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche religionsgeschichtlich relevante Zeit würdest du reisen? Ich würde hier bleiben. So, jetzt haben wir hier, habt ihr einiges gesehen am Symposium, aber das geht noch weiter. Da bin ich leider nicht dabei, aber ich habe hier Maxim. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Genau, ja, ich bin Maxim. Ich studiere auch Religionswissenschaften und bin im Fachschaftsrat. Und ich habe hier die ganzen Nebenaktivitäten, sprich die Kneipentour und den morgigen Spieleabend organisiert. Und jetzt nehme ich euch mit erstmal zum Sausalitos zur Kneipentour ins Bermuda-Dreieck. Perfekt, ich danke dir und wir sehen komplett beschissen aus, weil wir einfach in die Sonne reingucken. Egal. Egal. So, viel Spaß damit. Ich bin damit raus. Viel Spaß mit dem ganzen Video. Adios. So, wir sind jetzt im Sausalitos angekommen. Und jetzt